Lektion 1. Wir waren in letzter Zeit so beschäftigt. Anna, wir waren in letzter Zeit so beschäftigt. Wir brauchen wirklich etwas Zeit, um uns zu entspannen und die Natur zu genießen. Nun, diese Reise wird perfekt dafür sein. Ich stimme vollkommen zu, John. Dem Trubel zu entfliehen, wird uns gut tun. Ich kann mir schon vorstellen, wie wir durch den Wald wandern und die frische Luft einatmen. Und stellen Sie sich die ruhigen Momente vor, die wir an Sie haben werden, wenn wir einfach die Ruhe genießen. Absolut, Anna. Es wird eine großartige Gelegenheit sein, von unseren täglichen Routinen abzuschalten und inneren Frieden zu finden. Ich kann es kaum erwarten, die Schönheit der Natur zu erkunden und die atemberaubende Aussicht zu genießen. Ich auch, Anna. Es ist wichtig, Zeit für uns selbst zu haben und unsere Batterien wieder aufzuladen. Diese Reise ist der perfekte Zufluchtsort, um sich zu entspannen, neue Energie zu tanken und sich wieder mit der Natur zu Dem verbinden. stimme ich nicht mehr zu, Anna. Es ist genau das, was wir brauchen, um ein Gleichgewicht zu finden und unseren Geist zu regenerieren. Lektion 2. Ich habe vor kurzem angefangen, als Hobby zu malen. Anna, ich habe vor kurzem angefangen, als Hobby zu malen, und es hat mir so viel Freude gemacht. Das ist wunderbar, John. Hobbys bereichern unser Leben wirklich und geben uns ein Gefühl der Erfüllung. Dem stimme ich nicht mehr zu, Anna. Immer wenn ich male, spüre ich ein Gefühl von Ruhe und Kreativität. Es ist erstaunlich, wie viel Glück und Befriedigung die Beschäftigung mit etwas bringen kann, das wir lieben. Absolut. Es ist wie eine Form der Selbstdarstellung, die es uns ermöglicht, unsere Leidenschaften und Interessen zu erforschen. Ob Malen, Spielen eines Instruments oder irgendein anderes Hobby, es verleiht unserem Alltag einen besonderen Schwung. Ich stimme vollkommen zu, Anna. Hobbys geben uns eine Pause von der täglichen Verantwortung und ermöglichen es uns, uns auf das zu konzentrieren, was uns Freude macht. Sie sind wie eine kleine Flucht, eine Möglichkeit, neue Energie zu tanken und sich von etwas inspirieren zu lassen, das wir wirklich Es ist lieben. unglaublich, wie ein einfaches Hobby so viel Positivität und Erfüllung in unser Leben bringen kann. Deshalb ist es wichtig, Zeit für unsere Hobbys zu nehmen und Aktivitäten zu priorisieren, die uns glücklich machen. Ich hätte es nicht besser sagen können, Anna. Lassen Sie uns weiterhin unsere Hobbys annehmen und sie unser Leben bereichern lassen. Lektion 3. Ich liebe, was du mit deinem Wohnzimmer gemacht hast. Anna, ich liebe, was du mit deinem Wohnzimmer gemacht hast. Jetzt sieht es ganz anders aus. Danke, John. Ich habe ein paar kleine Änderungen vorgenommen und es ist erstaunlich, wie das den ganzen Raum verändert hat. Du hast recht, Anna. Es ist unglaublich, wie selbst kleinste Anpassungen große Auswirkungen haben können. Manchmal dreht sich alles um die Details. Ein neuer Teppich, ein paar Kissen und ein frischer Anstrich können Wunder bewirken. Absolut. Es zeigt, dass Sie nicht immer eine komplette Überarbeitung durchführen müssen, um ein neues Aussehen zu erzielen. Genau. Es geht darum, bewusst mit den Entscheidungen umzugehen, die wir treffen und wie sie zusammenkommen. Mir war nie bewusst, wie viel Unterschied ein paar gut platzierte Dekorationen machen können. Bei gutem Design geht es darum, Harmonie und Ausgewogenheit in einem Raum zu schaffen, und selbst geringfügige Änderungen können dazu beitragen, dies zu Es ist erreichen. wahr. Es ist faszinierend, wie etwas so Einfaches wie das Umstellen von Möbeln oder das Hinzufügen eines auffälligen Stücks einem Raum neues Leben einhauchen kann. Deshalb lohnt es sich immer, verschiedene Optionen in Betracht zu ziehen und mit kleinen Änderungen zu experimentieren. Du hast ein gutes Argument, Anna. Es ist erstaunlich, wie kleine Änderungen einen Raum komplett verändern und seine allgemeine Atmosphäre verbessern können. Absolut, John. Es geht darum, herauszufinden, was für Sie funktioniert, und einen Raum zu schaffen,
der Ihren persönlichen Stil und Ihre Vorlieben widerspiegelt. Lektion 4. Ich habe darüber nachgedacht, meine Garderobe zu aktualisieren. Anna, ich habe darüber nachgedacht, meine Garderobe auf den neuesten Stand zu bringen. Ich möchte etwas Neues ausprobieren. Das ist großartig, John. Scheuen Sie sich nicht zu experimentieren und lassen Sie Ihren persönlichen Stil durchscheinen. Du hast recht. Ich bin bei der Auswahl meiner Kleidung immer auf Nummer sicher gegangen, aber es ist Zeit für eine Veränderung. Es kann aufregend sein, sich auf neue Stile und Trends einzulassen. Es ist eine Gelegenheit, sich auszudrücken und Ihre einzigartige Persönlichkeit zu zeigen. Ich habe gesehen, wie du mühelos verschiedene Outfits rockst, und das ist inspirierend. Ich möchte auch meine Komfortzone verlassen. Das ist fantastisch, John. Sie werden überrascht sein, wie erfrischend es sein kann, verschiedene Farben, Muster und Accessoires auszuprobieren. Ich denke, es geht darum, Vertrauen in das zu haben, was man trägt, und seine Individualität zu besitzen. Absolut. Mode ist eine Kunst, und Sie haben die Möglichkeit, Ihr eigenes Meisterwerk zu kreieren. Ich bin bereit, mich von der Norm zu lösen und meinen persönlichen Stil weiterentwickeln zu lassen. Ich kann es kaum erwarten, deine modischen Statements zu sehen, John. Nehmen Sie die Reise an und genießen Sie den Prozess. Danke, Anna. Ihre Ermutigung bedeutet mir viel. Hier geht es darum, neue Stile anzunehmen und unser persönliches Flair durchscheinen zu lassen. Lektion 5. Wie sollten wir uns dafür kleiden? Anna, ich habe gehört, dass eine offizielle Veranstaltung bevorsteht. Wie sollten wir uns dafür kleiden? Ich stimme zu, John. Es ist immer besser, auf solche Gelegenheiten vorbereitet zu sein und sich entsprechend zu kleiden. Sollten wir uns für eine formellere Kleidung wie Anzüge und Kleider entscheiden? Ja, das wäre angemessen. Es ist besser, sich zu verkleiden, als sich zu verkleiden. Ich erinnere mich an eine Zeit, als ich an einer ähnlichen Veranstaltung teilnahm und mich fehl am Platz fühlte, weil ich mich nicht angemessen kleidete. Das ist eine gute Lektion, die ich gelernt habe. Sich dem Anlass entsprechend zu kleiden, zeugt von Respekt und Rücksichtnahme für die Veranstaltung und ihre Gastgeber. Absolut. Es hilft uns auch, uns selbstbewusster und wohler zu fühlen, wenn wir angemessen gekleidet sind. Außerdem ist es eine großartige Gelegenheit, unseren persönlichen Stil zu präsentieren und gleichzeitig die Kleiderordnung einzuhalten. Das ist wahr. Wir können durch Accessoires oder Farbauswahl innerhalb der Grenzen der formellen Kleidung unser eigenes Flair hinzufügen. Es geht darum, das Gleichgewicht zwischen der Einhaltung der Kleiderordnung und dem Ausdruck unserer Persönlichkeit zu finden. Dem stimme ich nicht mehr zu, Anna. Stellen wir sicher, dass wir gut vorbereitet sind und uns entsprechend für die Veranstaltung kleiden. Definitiv, John. Es ist immer besser, leicht überzogen zu sein, als sich unterkleidet zu fühlen. Lektion 6. Wen unterstützt du im Fußball? Anna, die Weltmeisterschaft steht vor der Tür. Wen unterstützt du im Fußball? Nun, ich bin ein großer Fan der brasilianischen Mannschaft. Sie bringen immer so viel Energie und können in das Spiel ein. Brasilien ist ein Powerhouse im Fußball. Sie haben eine reiche Geschichte und haben einige unglaubliche Spieler hervorgebracht. Absolut. Es ist faszinierend anzusehen, wie sie mit Flair und Kreativität spielen. Ich habe immer dazu tendiert, das deutsche Team zu unterstützen. Sie haben eine starke Bilanz und spielen mit taktischer Präzision. Deutschland ist bekannt für seinen disziplinierten und effizienten Spielstil. Sie haben sicherlich ein starkes Team. Es ist interessant, wie Fußball Menschen zusammenbringen kann, auch wenn wir verschiedene Teams unterstützen. Das ist das Schöne am Sport, John. Das schafft ein Gefühl von Kameradschaft und freundschaftlichem Wettbewerb.
In der Tat. Es ist immer wieder aufregend, die Leidenschaft und das Können von Teams aus der ganzen Welt zu erleben. Ich kann es kaum erwarten, mir die Spiele anzusehen und zu sehen, wie die verschiedenen Teams auf der großen Bühne abschneiden. Es wird ein spannendes Turnier, Anna. Lasst uns die Weltmeisterschaft genießen und den Geist des Spiels feiern. Lektion 7. Es war eine Fusion aus mexikanischer und thailändischer Küche. Anna, ich habe gestern dieses neue Gericht probiert und es war unglaublich. Es war eine Fusion aus mexikanischer und thailändischer Küche. Das klingt interessant, John. Wie war die Kombination der Aromen? Es war unglaublich. Das Gericht hatte einen würzigen Kick durch die mexikanischen Gewürze, aber es gab auch einen Hauch von Süße durch die thailändischen Zutaten. Das klingt nach einer köstlichen Geschmacksbalance. Ich liebe es, wenn verschiedene Küchen zusammenkommen, um etwas Einzigartiges zu kreieren. Genau, Anna. Es war eine herrliche Überraschung, die vertrauten Elemente beider Küchen in einem Gericht zu probieren. Fusionsküche kann so aufregend sein. Sie ermöglicht es uns, neue Geschmackserlebnisse und kulinarische Erlebnisse zu entdecken. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Es ist wie ein kulinarisches Abenteuer, das uns über die traditionellen Grenzen einer einzigen Küche hinausführt. Es ist erstaunlich, wie durch die Kombination verschiedener Gewürze, Kräuter und Kochtechniken so harmonische Aromen entstehen können. Absolut. Es ist ein Beweis für die Kreativität und Innovation in der kulinarischen Welt. Ich bin neugierig, dieses Fusionsgericht jetzt selbst zu probieren. Es klingt nach einer herrlichen Mischung aus Schärfe und Süße. Ich kann es nur empfehlen, Anna. Es ist eine Explosion von Aromen, die Lust auf mehr machen wird. Ich werde in Zukunft auf jeden Fall nach Fusionsgerichten Ausschau halten. Es ist aufregend, neue kulinarische Köstlichkeiten zu entdecken. In der Tat, Anna. Lassen Sie uns weiterhin die vielfältige und wunderbare Welt des Essens erkunden und genießen. Lektion 8. Die meisten Besitzer verlangen eine Vorauszahlung. Anna, ich habe überlegt, eine Wohnung zu mieten. Mir ist aufgefallen, dass die meisten Besitzer im Voraus eine Kaution verlangen. Das ist gängige Praxis, John. Das ist eine Möglichkeit für Eigentümer, ihr Eigentum zu schützen und ein gewisses Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Ich verstehe das. Es ist nur ein zusätzlicher Aufwand, den man berücksichtigen muss, wenn man an einen neuen Ort zieht. Stimmt, aber es ist auch eine Möglichkeit für Mieter, ihr Engagement und ihre Verantwortung zu zeigen. Ich denke, es macht Sinn. Die Kaution dient als Schutz vor möglichen Schäden oder unbezahlter Miete. Genau. Es gibt den Eigentümern Sicherheit und trägt dazu bei, den Zustand der Immobilie aufrechtzuerhalten. Werden Kautionen in der Regel am Ende des Leasingverhältnisses zurückerstattet? In den meisten Fällen ja. Wenn keine Schäden entstanden sind und alle Mietzahlungen geleistet wurden, sollte die Kaution zurückerstattet werden. Das ist gut zu wissen. Es ist wichtig, die Immobilie in einem guten Zustand zu halten, um eine vollständige Rückerstattung zu gewährleisten. Absolut. Es ist immer eine gute Praxis, sich um den Ort zu kümmern, als wäre es ihr eigener. Ich werde sicherstellen, dass ich den Mietvertrag sorgfältig lese und die Kautionsbedingungen verstehe, bevor ich unterschreibe. Das ist ein kluger Ansatz, John. Es ist wichtig, gut informiert zu sein und sich ihrer Rechte und Pflichten bewusst zu sein. Danke, Anna. Ihr Rat ist wertvoll. Ich werde vorbereitet sein, wenn es um die Vermietung und den Umgang mit Kautionen geht. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Hier geht es darum, eine großartige Unterkunft und ein reibungsloses Mieterlebnis zu finden. Lektion 9. Ich denke darüber nach,
heute ein paar Lebensmittel einzukaufen. Anna, ich denke darüber nach, heute ein paar Lebensmittel einzukaufen. Hast du irgendwelche Vorlieben? Nun, ich denke, wir sollten uns die regulären Artikel besorgen, die wir immer brauchen, aber achten Sie auf die Preise. Das ist ein gutes Argument. Es kann teuer werden, wenn wir mit unseren Entscheidungen nicht vorsichtig sind. Absolut. Bleiben wir bei unseren üblichen Dingen und vermeiden wir unnötige Verschwendung. Klingt nach einem Plan. In Ordnung, holen wir uns auch etwas Salat. Ich habe mich nach einem Salat gesehnt. Das ist eine gesunde Wahl, John. Kopfsalat verleiht unseren Mahlzeiten Frische. Definitiv. Es ist vielseitig und kann in verschiedenen Gerichten verwendet werden. Außerdem ist es normalerweise erschwinglich und leicht verfügbar. Das ist wahr. Wir können es leicht im Supermarkt finden, ohne das Budget zu sprengen. Lassen Sie uns jedoch vor dem Kauf unbedingt die Qualität überprüfen. Gute Idee, Anna. Wir wollen sicher gehen, dass wir frischen und knusprigen Salat bekommen. Absolut. Es ist immer besser, selektiv vorzugehen, wenn es um frische Produkte geht. Einverstanden. Gehen wir in den Laden und holen uns alles, was wir brauchen, einschließlich des Salats für unsere Salate. Klingt nach einem Plan, John. Lass uns ein paar gesunde und leckere Mahlzeiten zubereiten. Lektion 10. Haben Sie irgendwelche Organisationshacks, die ich ausprobieren sollte? Anna, ich habe versucht, organisiert zu bleiben, aber manchmal fühlt es sich überwältigend an. Hast du irgendwelche organisatorischen Hacks, die ich ausprobieren sollte? Natürlich, John. Ein hilfreicher Hack ist, regelmäßig zu entrunkeln. Befreien Sie sich von Dingen, die Sie nicht mehr benötigen oder verwenden. Das ergibt Sinn. Das Aufräumen der Unordnung kann einen großen Unterschied machen, wenn es darum geht, einen besser organisierten Raum zu schaffen. Ein weiterer Hack besteht darin, bestimmte Bereiche für verschiedene Gegenstände zu erstellen. Stellen Sie spezielle Orte für Schlüssel, Brieftaschen und andere häufig verwendete Gegenstände bereit. Das ist eine tolle Idee. Es würde mir viel Zeit bei der Suche nach Dingen sparen, wenn ich genau wüsste, wo ich sie finde. Sie können auch versuchen, Etiketten oder Farbkodierungssysteme zu verwenden, um Artikel einfach zu kategorisieren und zu identifizieren. Das klingt nach einer einfachen und dennoch effektiven Methode, um die Dinge zu organisieren und leicht zugänglich zu machen. Ein weiterer Hack besteht darin, digitale Tools zu nutzen. Verwenden Sie Apps oder digitale Kalender, um Aufgaben und Termine im Auge zu behalten. Das ist ein guter Vorschlag. Ich kann alle meine wichtigen Informationen an einem Ort haben und bei Bedarf Erinnerungen einrichten. Stellen Sie abschließend eine Routine auf und halten Sie sich daran. Ein einheitlicher Zeitplan für Aufgaben und Aufgaben kann zur Aufrechterhaltung der Organisation beitragen. Ich sehe, wie eine Routine Struktur und Ordnung in meinen Alltag bringen kann. Ich werde es versuchen. Großartig, John. Die Implementierung dieser Hacks sollte es Ihnen leichter machen, organisiert zu bleiben und Dinge zu finden, wenn Sie sie benötigen. Danke, Anna. Diese Organisationshacks sind praktisch und überschaubar. Ich freue mich darauf, mit der Implementierung zu beginnen. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Auf ein besser organisiertes und stressfreies Leben. Lektion 11. Ich habe nach einer neuen Wohnung gesucht. Anna, ich habe nach einer neuen Wohnung gesucht, aber bisher kein Glück gehabt. Es kann schwierig sein, den richtigen Ort zu finden. Ich verstehe, John. Der Mietmarkt kann hart umkämpft sein und es braucht Zeit, um die perfekte Lösung zu finden. Ich habe Angebote online durchsucht, aber es scheint, dass die guten Optionen schnell genutzt werden. Das ist wahr.
Es ist wichtig, schnell und proaktiv zu handeln, wenn Sie einen Ort finden, der Ihren Kriterien entspricht. Ich habe mich auch an einige Immobilienmakler gewandt, um zu sehen, ob sie irgendwelche verfügbaren Optionen haben. Das ist ein kluger Schachzug, John. Immobilienmakler haben oft Zugriff auf mehr Angebote und können Ihnen helfen, Ihre Suche einzugrenzen. Ich stimme zu. Ein professioneller Führer kann den Prozess weniger überwältigend machen. Haben Sie darüber nachgedacht, Ihre Suche auf verschiedene Stadtteile oder Gebiete auszudehnen? Ja, ich habe auch angefangen, andere Stadtteile zu erkunden. Es eröffnet mehr Möglichkeiten. Das ist eine gute Strategie. Manchmal ist der perfekte Ort in einer Nachbarschaft, an die Sie ursprünglich nicht gedacht hatten. Ich versuche auch, flexibel mit meinen Anforderungen umzugehen. Offen für geringfügige Kompromisse zu sein, kann die Optionen erweitern. Das ist ein kluger Ansatz, John. Priorisieren Sie Ihre Must-Haves und seien Sie bereit, bei einigen Präferenzen Hoffentlich finde Kompromisse ich mit einzugehen. Ausdauer und etwas Glück bald den richtigen Ort. Ich bin mir sicher, dass du das tun wirst, John. Lass dich nicht entmutigen und suche weiter. Die richtige Wohnung wartet da draußen auf dich. Danke für die Ermutigung, Anna. Ich bleibe positiv und setze meine Suche fort. Lektion 12. Ich habe versucht, eine Routine zu etablieren. Anna, ich habe versucht, eine Routine zu etablieren, und ein Aspekt, auf den ich mich konzentriere, ist die Aufrechterhaltung einer ausgewogenen Ernährung. Das ist ein großartiges Ziel, John. Eine ausgewogene Ernährung ist wichtig für die allgemeine Gesundheit und das Wohlbefinden. Absolut. Ich versuche, eine Vielzahl von Lebensmitteln aus verschiedenen Lebensmittelgruppen zu integrieren. Einschließlich Obst, Gemüse, Vollkornprodukte, mageres Eiweiß und gesunde Fette? Ja, genau. Ich möchte sicherstellen, dass ich alle notwendigen Nährstoffe erhalte, die mein Körper benötigt. Das ist ein kluger Ansatz. Es ist wichtig, dass Sie Ihren Körper mit einer Vielzahl von Nährstoffen versorgen. Ich versuche auch, meine Aufnahme von verarbeiteten Lebensmitteln und zugesetztem Zucker zu begrenzen. Das ist eine gute Idee. Die Entscheidung für ganze, unverarbeitete Lebensmittel kann einen höheren Nährwert bieten. Ich finde, dass die Planung meiner Mahlzeiten im Voraus mir hilft, mit meiner ausgewogenen Ernährung auf Kurs zu bleiben. Essensplanung ist eine großartige Strategie. Es ermöglicht Ihnen, gesündere Entscheidungen zu treffen und impulsives Essen zu vermeiden. Ich achte auch auf Portionsgrößen, um sicherzustellen, dass ich nicht zu viel esse. Portionskontrolle ist der Schlüssel. Es trägt zur Aufrechterhaltung einer gesunden Kalorienaufnahme bei und verhindert übermäßigen Verzehr. Ich freue mich, dass ich diese Änderungen vornehme. Ich fühle mich bereits energiegeladener und konzentrierter. Das ist fantastisch zu hören, John. Ihr Körper wird es Ihnen danken, dass Sie ihn mit gesunden Lebensmitteln nähren. Danke, Anna. Es ist noch in Arbeit, aber ich setze mich für eine ausgewogene Ernährung ein, damit ich mich wohlfühle. Du machst das großartig, John. Bemühen Sie sich weiter, und ich bin mir sicher, dass Sie weiterhin positive Ergebnisse sehen werden. Ich schätze deine Unterstützung, Anna. Auf einen gesünderen Lebensstil und darauf, auf uns selbst aufzupassen. Lektion 13. Verlassen unserer Komfortzone. Anna, ich habe darüber nachgedacht, wie das Verlassen unserer Komfortzonen Türen zu neuen Möglichkeiten öffnen kann. Das ist ein großartiger Punkt, John. Neue Dinge auszuprobieren und unbekannte Gebiete zu erkunden, kann zu aufregenden Möglichkeiten führen. Genau. Manchmal beschränken wir uns darauf, uns an das zu halten, was uns vertraut und bequem ist. Wenn wir unsere Komfortzonen verlassen, können wir wachsen, lernen und neue Talente und Interessen entdecken.
Ich stimme voll und ganz zu. Es ist wichtig, uns selbst herauszufordern und neue Erfahrungen zu machen. Indem wir Risiken eingehen und uns neuen Herausforderungen stellen, können wir unseren Horizont erweitern und unser volles Potenzial ausschöpfen. Es kann zunächst etwas einschüchternd sein, aber die Belohnungen und das persönliche Wachstum sind es wert. Absolut. Unbehagen anzunehmen und unsere Grenzen zu überschreiten, kann zu persönlicher und beruflicher Entwicklung führen. Mir ist aufgefallen, dass jedes Mal, wenn ich einen Vertrauensvorschuss gewagt habe, mir Türen zu unerwarteten Möglichkeiten geöffnet hat. Das ist wunderbar zu hören, John. Das Unbekannte anzunehmen kann positive Veränderungen in unserem Leben bewirken. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Wachstum außerhalb unserer Komfortzonen stattfindet. Du hast absolut recht, John. Ein Schritt ins Unbekannte kann zu Selbstfindung und neuen Erfolgen führen. Ich freue mich darauf, weiterhin neue Möglichkeiten zu erkunden und mich dabei selbst herauszufordern. Das ist eine fantastische Denkweise, John. Umarme weiter das Unbekannte und du wirst weiter gedeihen. Danke, Anna. Ihre Ermutigung und Ihre Perspektive bedeuten mir viel. Hier geht es darum, neue Möglichkeiten zu nutzen und sich persönlich weiterzuentwickeln. Lektion 14. Ich wollte den Vorschlag besprechen, den Sie erwähnt haben. Guten Morgen, Anna. Ich wollte den Vorschlag besprechen, den Sie letzte Woche erwähnt haben. Guten Morgen, John. Ich freue mich, dass du es angesprochen hast. Ich habe auch darüber nachgedacht. Großartig. Ich erinnere mich, dass du einige interessante Ideen hattest. Könnten Sie mir eine kurze Zusammenfassung geben? Sicher. Der Vorschlag konzentriert sich auf die Rationalisierung unserer internen Prozesse zur Steigerung der Effizienz. Das klingt vielversprechend. Könnten Sie näher auf die spezifischen Bereiche eingehen, auf die wir abzielen würden? Absolut. Ein Bereich, mit dem wir uns befassen würden, ist die Optimierung unserer Kommunikationskanäle und Arbeitsabläufe. Das ergibt Sinn. Eine Verbesserung der Kommunikation würde uns helfen, effektiver zusammenzuarbeiten. Ja, genau. Wir würden auch Automatisierungstools implementieren, um manuelle Aufgaben zu reduzieren und Zeit zu sparen. Automatisierung könnte definitiv unsere Produktivität steigern und Ressourcen für andere wichtige Aufgaben freisetzen. Darüber hinaus würden wir unsere Projektmanagementstrategien überprüfen und verfeinern, um eine bessere Organisation zu erreichen. Das ist wichtig. Ein gut strukturierter Projektmanagementansatz kann Verzögerungen verhindern und eine reibungslose Ausführung gewährleisten. Schließlich würden wir uns auf die Schulung und Entwicklung der Mitarbeiter konzentrieren, um Fähigkeiten und Wissen zu verbessern. Investitionen in das Wachstum unserer Mitarbeiter würden nicht nur ihnen zugutekommen, sondern auch zum Gesamterfolg des Unternehmens beitragen. Ich freue mich, dass du den Wert des Vorschlags siehst, John. Ich glaube, es kann erhebliche Verbesserungen bringen. Definitiv, Anna. Lassen Sie uns ein Treffen vereinbaren, um die Details weiter zu besprechen und mit der Umsetzung dieser Änderungen zu beginnen. Klingt nach einem Plan, John. Ich werde ein Treffen vereinbaren und weitere Informationen sammeln, um sie zu präsentieren. Danke, Anna. Ich schätze Ihre Bemühungen und freue mich darauf, gemeinsam daran zu arbeiten. Du bist willkommen, John. Ich freue mich über die möglichen positiven Auswirkungen, die dieser Vorschlag haben kann. Ich auch, Anna. Lassen Sie uns das verwirklichen und unsere Organisation auf ein neues Niveau heben. Lektion 15. Hast du diese zierliche Halskette mit Anhänger gesehen? Anna, hast du diese zierliche Halskette mit Anhänger gesehen? Sie ist herrlich. Der kleine Stein verleiht einen Hauch von Eleganz. Ja, ich habe es gesehen, John.
Es ist einfach und doch wunderschön. Das filigrane Design ist sehr charmant. Ich denke, es wäre ein perfektes Geschenk für den Geburtstag meiner Schwester. Sie liebt eleganten und dezenten Schmuck. Das ist eine durchdachte Entscheidung, John. Ich bin sicher, sie wird ein so schönes und bedeutungsvolles Geschenk zu schätzen wissen. Der kleine Stein verleiht ihm ein subtiles Funkeln. Ich denke, es würde ihren Stil perfekt ergänzen. Ich stimme zu. Manchmal sind es die kleinen Details, die ein Schmuckstück zu etwas ganz Besonderem machen. Das Design des Anhängers ist ebenfalls vielseitig. Sie kann ihn zu verschiedenen Anlässen tragen, egal ob lässig oder formell. Das ist ein großartiger Punkt, John. Es ist immer schön, Schmuck zu haben, der leicht zu verschiedenen Outfits kombiniert werden kann. Ich freue mich, dass du das denkst. Ich mache weiter und kaufe es. Ich bin mir sicher, dass sie sich freuen wird. Ich bin mir sicher, dass sie das tun wird, John. Es ist eine durchdachte und wunderschöne Geschenkauswahl. Danke für deinen Beitrag, Anna. Ihre Meinung hat mir geholfen, eine Entscheidung zu treffen. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich helfen konnte. Ich bin mir sicher, dass deine Schwester die Heizkette lieben wird. Ich weiß deine Hilfe zu schätzen. Hier geht es darum, das perfekte Geschenk zu finden und jemandem den Tag ein bisschen schöner zu machen. Lektion 16. Es ist wichtig, dass wir gut informiert sind. Anna, angesichts der bevorstehenden Wahlen ist es meiner Meinung nach entscheidend, dass wir gut informiert sind, bevor wir unsere Stimme abgeben. Absolut, John. Wenn wir fundierte Entscheidungen treffen, stellen wir sicher, dass wir die Kandidaten auswählen, die unseren Werten und Prioritäten entsprechen. Ich glaube, wir sollten die Erfolgsbilanz der Kandidaten und ihre Haltung zu wichtigen Themen berücksichtigen. Das ist ein guter Ausgangspunkt. Wenn wir ihre früheren Handlungen und Positionen verstehen, können wir uns einen Einblick darüber verschaffen, wie sie in Zukunft regieren könnten. Es ist auch wichtig, ihre vorgeschlagenen Strategien und Pläne zur Bewältigung der aktuellen Herausforderungen zu untersuchen. Einverstanden. Wir müssen prüfen, ob ihre Lösungsvorschläge unseren eigenen Ansichten zu Themen wie Wirtschaft, Gesundheit und Umwelt entsprechen. Darüber hinaus sollten wir ihre Qualifikationen und Erfahrungen untersuchen, um zu beurteilen, ob sie in der Lage sind, ihre Aufgaben effektiv zu erfüllen. Das ist wichtig, John. Kompetenz und Fachwissen in relevanten Bereichen können sich stark auf ihre Effektivität als Beamte auswirken. Ich denke auch, dass es wertvoll ist, ihre Integrität und ethischen Standards zu berücksichtigen. Wir wollen Führungskräfte, die ehrlich und transparent handeln. Absolut. Vertrauenswürdigkeit und ein Bekenntnis zu ethischem Verhalten sind wichtige Eigenschaften unserer gewählten Vertreter. Schließlich ist es von Vorteil, nach verschiedenen Informationsquellen zu suchen, um einen umfassenden Überblick über jeden Kandidaten zu erhalten. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Wenn wir uns auf eine Vielzahl seriöser Quellen verlassen, können wir Vorurteile vermeiden und ein umfassenderes Verständnis erlangen. Wenn wir gut informiert sind, können wir fundierte Entscheidungen treffen, die unseren Werten entsprechen und zu positiven Veränderungen beitragen. Gut gesagt, John. Bemühen wir uns, Informationen zu sammeln und uns verantwortungsbewusst am demokratischen Prozess zu beteiligen. Danke, Anna. Gemeinsam können wir etwas bewirken, indem wir unser Wahlrecht mit Wissen und Umsicht ausüben. Lektion 17. Wir können die Stadt erkunden, ohne uns Gedanken über unseren Aufenthalt machen zu müssen. Anna, jetzt, wo wir unsere Unterkunft gebucht haben, können wir die Stadt erkunden, ohne uns Gedanken über unseren Aufenthalt machen zu müssen. Das stimmt, John. Es ist eine Erleichterung, das geklärt zu haben. Wir können voll und ganz in die neue Umgebung eintauchen. Ich freue mich darauf,
die lokalen Sehenswürdigkeiten zu entdecken, neue Küchen auszuprobieren und die Kultur der Stadt zu erleben. Ich auch, John. Neue Orte zu erkunden ist immer ein Abenteuer, und diese Stadt hat so viel zu bieten. Wir sollten eine Liste der Sehenswürdigkeiten erstellen, die man gesehen haben muss, und unsere Reiseroute entsprechend Gute planen. Idee. Auf diese Weise können wir unsere Zeit optimal nutzen und sicherstellen, dass wir keine wichtigen Websites verpassen. Ich habe gehört, dass es einige wunderschöne Parks und Gärten gibt. Es wäre toll, ein paar entspannte Momente in der Natur zu verbringen. Absolut. Die Verbindung mit der Natur kann erfrischend und verjüngend sein, besonders in einer geschäftigen Stadt. Wir sollten auch nach lokalen Restaurantempfehlungen suchen und authentische Küche probieren. Definitiv. Das Ausprobieren neuer Gerichte ist einer der Höhepunkte des Reisens. Es ist eine Gelegenheit, sich den lokalen Aromen hinzugeben. Und vergessen wir nicht die Museen und Kunstgalerien der Stadt. Sie können einen Einblick in ihre Geschichte und ihr künstlerisches Erbe geben. Ich stimme zu, John. Die kulturellen und künstlerischen Aspekte einer Stadt zu erkunden kann sowohl lehrreich als auch inspirierend sein. Diese Reise ist eine Gelegenheit für uns, das Unbekannte anzunehmen, bleibende Erinnerungen zu schaffen und unseren Horizont zu erweitern. Absolut, John. Machen wir das Beste daraus und genießen wir jeden Moment dieses neuen Abenteuers. Ich freue mich darauf, Anna. Begeben wir uns mit offenem Geist und Herzen auf diese Reise, bereit, alles zu entdecken und zu erleben, was die Stadt zu bieten hat. Lektion 18. Hast du diesen Samstag Zeit? Anna, hast du diesen Samstag Zeit? Ich dachte, wir könnten das nachholen. Ja, John, ich bin frei. Ich würde mich gerne treffen und etwas Zeit miteinander verbringen. Großartig! Wie wäre es, wenn wir morgens in unserem Lieblingscafé einen Kaffee trinken? Das klingt perfekt. Ich habe mich nach ihren köstlichen Cappuccinos gesehnt. Dann ist es geklärt. Treffen wir uns am Samstag um 10 Uhr im Café. Absolut, ich werde pünktlich da sein. Ich freue mich sehr darauf. Ich auch, Anna. Es ist zu lange her, dass wir die Gelegenheit hatten, uns zu treffen. Einverstanden. Ich habe dir so viel darüber zu erzählen, was in letzter Zeit passiert ist. Ich kann es kaum erwarten, alles darüber zu hören. Es wird schön sein, ein entspanntes Gespräch zu führen. Definitiv. Es ist wichtig, sich etwas Zeit zu nehmen, um sich zu entspannen und die Gesellschaft des anderen zu genießen. Ich stimme voll und ganz zu. Der Samstag wird dafür eine perfekte Gelegenheit sein. Wir sehen uns dann, John. Habt einen fantastischen Rest der Woche, bis wir uns treffen. Du auch, Anna. Mach's gut, und wir sehen uns am Samstag für ein bisschen Zeit miteinander. Lektion 19. Wir sollten die Touren im Voraus buchen. Anna, ich habe über unsere bevorstehende Reise nachgedacht. Denken Sie, wir sollten die Touren im Voraus buchen, um ein reibungsloses Erlebnis zu gewährleisten? Das ist eine gute Idee, John. Wenn wir die Touren im Voraus buchen, können wir uns die Mühe ersparen, in langen Schlangen zu warten oder Verfügbarkeiten zu verpassen. Genau. Es wäre toll, unsere Reiseroute geplant zu haben und uns unsere Plätze für die Aktivitäten zu sichern, an denen wir interessiert sind. Ich stimme zu. Es gibt uns Ruhe und ermöglicht es uns, unsere Zeit an jedem Reiseziel optimal zu nutzen. Kann ich die Touren also im Voraus buchen? Gibt es eine Website oder ein Reisebüro, an das wir uns wenden sollten? Ja, Sie können die Touren in dem Reisebüro buchen, das wir normalerweise nutzen. Sie haben eine Website,
auf der Sie die verfügbaren Optionen durchsuchen und Reservierungen vornehmen können. Das ist praktisch. Ich werde auf der Website nachschauen, welche Touren an unserem Zielort angeboten werden. Nimm dir Zeit, John. Denken Sie daran, unsere Vorlieben und alle spezifischen Attraktionen oder Sehenswürdigkeiten, die wir besuchen möchten, zu berücksichtigen. Das werde ich tun, Anna. Ich werde auch prüfen, ob es spezielle Rabatte oder Pakete für mehrere Touren gibt. Das ist eine kluge Idee. Wir können etwas Geld sparen und gleichzeitig eine Vielzahl von Erlebnissen genießen. Ich freue mich, dass wir vorausschauend planen. Dadurch wird unsere Reise organisierter und angenehmer. Dem stimme ich nicht mehr zu, John. Es ist immer schön, alles geregelt zu haben, damit wir uns darauf konzentrieren können, Erinnerungen zu sammeln. Ich fange an, die Touren zu buchen. Ich freue mich darauf, mit dir neue Orte zu erkunden. Ebenso, John. Lassen Sie uns diese Reise zu einem unvergesslichen Abenteuer voller aufregender Erlebnisse machen. Absolut, Anna. Auf eine gut geplante und bemerkenswerte Reise, die vor uns liegt. Lektion 20. Hast du von dem großen Verkauf im Laden gehört? Anna, hast du von dem großen Verkauf gehört, der an diesem Wochenende im Laden stattfindet? Es wird erwartet, dass es ziemlich voll sein wird. Ja, ich habe davon gehört, John. Bei solchen Verkäufen ist der Laden immer voll. Ich weiß, oder? Es kann ein bisschen überwältigend werden, wenn so viele Leute gleichzeitig einkaufen. Definitiv. Aber ich denke, wenn wir unseren Besuch strategisch planen, können wir trotzdem das Beste aus dem Verkauf herausholen. Das ist ein gutes Argument. Wir sollten versuchen, früh am Morgen zu gehen, wenn es weniger voll ist. Ich stimme zu. Wenn wir dort ankommen, wenn der Laden öffnet, haben wir eine bessere Chance, in Ruhe zu stöbern. Wir sollten auch eine Liste der Artikel erstellen, die wir kaufen möchten, damit wir konzentriert bleiben und nicht überfordert werden. Tolle Idee. Eine Einkaufsliste hilft uns, organisiert zu bleiben und uns nicht von Impulskäufen mitreißen zu lassen. Und vergessen wir nicht, uns bequem anzuziehen. Es kann anstrengend sein, über einen längeren Zeitraum durch ein überfülltes Geschäft zu navigieren. Absolut. Das Tragen bequemer Schuhe und Kleidung macht unser Einkaufserlebnis viel angenehmer. Ich habe auch gehört, dass Sie während des Verkaufs zusätzliches Personal zur Verfügung haben, um die Kunden zu unterstützen. Das können wir nutzen, wenn wir Hilfe benötigen. Das ist gut zu wissen, John. Wenn wir Fragen haben oder Hilfe benötigen, können wir leicht jemanden finden, der uns hilft. Insgesamt denke ich, dass wir mit ein bisschen Planung und Geduld den Verkauf immer noch nutzen und einige tolle Angebote finden können. Ich stimme zu, John. Es geht darum, vorbereitet zu sein und das Beste aus der Situation zu machen. Lass uns einen Plan machen und mit einer positiven Einstellung einkaufen gehen. Ich bin mir sicher, dass wir einige fantastische Schnäppchen finden werden. Ich freue mich darauf, John. Lassen Sie uns die Erfahrung genießen und das Beste aus dem Verkauf herausholen. Auf ein erfolgreiches Einkaufen und das Finden von allem, was wir brauchen, zu günstigen Preisen. Lektion 21. Wir müssen unsere Reisepässe für unsere bevorstehende Reise Anna, bereithalten. mir ist gerade etwas klar geworden. Wir brauchen unsere Reisepässe für unsere bevorstehende Reise bereit. Du hast recht, John. Es ist wichtig, dass unsere Pässe rechtzeitig vorbereitet sind. Ich werde die Ablaufdaten überprüfen und sie gegebenenfalls erneuern. Gute Idee. Wir wollen keine Überraschungen oder Verzögerungen in letzter Minute am Flughafen. Ich sammle auch alle notwendigen Dokumente und Unterlagen für ein reibungsloses Reiseerlebnis.
Das ist ein kluger Schachzug. Wenn wir alles organisiert haben, sparen wir Zeit und können uns Kopfschmerzen ersparen. Wir sollten unsere Reisepässe auch an einem sicheren und leicht zugänglichen Ort aufbewahren, damit wir sie während der Reise nicht verlieren. Absolut. Der Verlust unserer Pässe wäre eine große Unannehmlichkeit. Seien wir besonders vorsichtig mit ihnen. Ich werde noch einmal überprüfen, ob wir alle erforderlichen Visa oder Einreisegenehmigungen für unser Reiseziel haben. Großartig. Es ist wichtig, die Einwanderungsbestimmungen einzuhalten, um Komplikationen zu vermeiden. Ich mache auch Kopien unserer Pässe, nur für alle Fälle. Es ist immer gut, Backup-Dokumente zu haben. Das ist eine kluge Vorsichtsmaßnahme, John. Das gibt uns eine zusätzliche Sicherheitsebene für den Fall unvorhergesehener Ereignisse. Bis zur Reise haben wir noch ein paar Wochen Zeit, also haben wir genug Zeit, uns um all diese Passagegelegenheiten zu kümmern. Einverstanden. Lassen Sie uns der Vorbereitung unserer Pässe Priorität einräumen, damit wir uns darauf konzentrieren können, unsere Reise ohne Sorgen zu genießen. Ich freue mich, dass wir das besprochen haben. Es ist ein wesentlicher Aspekt unserer Reise, der nicht übersehen werden sollte. Absolut. Wenn Sie gut vorbereitet sind und unsere Pässe in Ordnung haben, wird eine reibungslose und stressfreie Reise gewährleistet. Auf eine erfolgreiche Passvorbereitung und ein aufregendes Abenteuer. Lektion 22. Würde es dir etwas ausmachen, wenn wir für unseren nächsten Ausflug in einen Anna, Themenpark würde gehen? es dir etwas ausmachen, wenn wir für unseren nächsten Ausflug in einen Themenpark gehen? Nein, ganz und gar nicht, John. Ich finde, es ist eine fantastische Idee. Warst du schon einmal in einem Themenpark? Ja, habe ich. Ich liebe den Nervenkitzel und die Aufregung der Fahrgeschäfte und Attraktionen. Das ist toll zu hören. Es wird für uns beide eine lustige Erfahrung sein. Ich stimme zu. Themenparks haben in Bezug auf Unterhaltung und Vergnügen so viel zu bieten. Wir sollten uns die verschiedenen Fahrgeschäfte und Attraktionen vorher ansehen, damit wir unseren Tag entsprechend planen können. Absolut. Es ist eine gute Idee, eine Vorstellung davon zu haben, was wir versuchen wollen, und das Beste aus unserer Zeit dort zu machen. Ich freue mich besonders auf die Achterbahnen. Der Adrenalinrausch ist unschlagbar. Mir geht es genauso, John. Die Kurven und Kurven von Achterbahnen geben mir immer ein berauschendes Gefühl. Wir sollten auch einige der Themenshows und Aufführungen ausprobieren. Sie können sehr unterhaltsam sein. Definitiv. Die Shows verleihen dem Themenparkerlebnis eine weitere Ebene von Spannung und Abwechslung. Achten wir darauf, bequeme Schuhe und Kleidung mitzubringen, da wir den größten Teil des Tages laufen und stehen werden. Guter Rat, John. Komfort ist der Schlüssel, um den Tag ohne Beschwerden oder Müdigkeit in vollen Zügen zu genießen. Ich kann es kaum erwarten, mit dir auf dieses Abenteuer zu gehen, Anna. Es wird ein Knaller. Ich freue mich auch darauf, John. Es wird ein Tag voller Lachen, Nervenkitzel und unvergesslicher Erinnerungen sein. Auf einen tollen Tag im Themenpark und auf Erinnerungen, die ein Leben lang halten werden. Lektion 23. Möchtest du heute Abend zusammen zu Abend essen? Anna, möchtest du heute Abend zusammen zu Abend essen? Ich kenne ein tolles neues Restaurant, das gerade eröffnet wurde. Das klingt wunderbar, John. Ich bin immer bereit, neue Orte auszuprobieren. Welche Art von Küche bieten Sie an? Es ist ein Fusionsrestaurant, das Aromen aus verschiedenen Kulturen kombiniert. Ich habe gehört, dass Ihre Speisekarte ziemlich einzigartig ist. Das klingt interessant.
Ich bin neugierig, die verschiedenen Kombinationen zu probieren, die sie anbieten. Großartig. Ich reserviere für uns. Welche Zeit passt am besten zu dir? Wie wäre es mit 19 Uhr? Das sollte uns genug Zeit geben, um uns zu entspannen und unser Essen zu genießen. Klingt perfekt. Dann reserviere ich heute Abend einen Tisch für 19 Uhr. Danke, John. Ich freue mich darauf, dieses neue Restaurant mit Ihnen auszuprobieren. Ich auch, Anna. Ich denke, es wird ein großartiges kulinarisches Erlebnis sein. Apropos Erlebnisse, haben Sie schon einmal ein Museum besucht? Ja, habe ich. Ich erkunde gerne Kunst und Geschichte in Museen. Das ist wunderbar. Ich finde, Museen sind faszinierende Orte, um verschiedene Kunstformen zu lernen und zu schätzen. Dem könnte ich nicht mehr zustimmen. Museen bieten einen Einblick in die Vergangenheit und die Kreativität der Menschheit. Haben Sie ein Lieblingsmuseum oder eine bestimmte Art von Kunst, die Ihnen gefällt? Ich habe kein Lieblingsmuseum, aber ich schätze verschiedene Kunstformen wie Gemälde, Skulpturen und Fotografie. Ebenso, John. Es ist unglaublich, wie Künstler sich durch verschiedene Medien ausdrücken können. Wir sollten bald einen Museumsbesuch planen. Es wäre eine großartige Möglichkeit, einen Tag inmitten der Kultur zu verbringen. Das würde mir gefallen, John. Lass uns planen, ein Museum zu besuchen und die Kunstschätze darin zu erkunden. Absolut, Anna. Auf ein köstliches Abendessen heute Abend und zukünftige gemeinsame Museumsabenteuer. Lektion 24. Warst du schon einmal auf dem Fashion Boulevard? Anna, warst du schon einmal auf dem Fashion Boulevard? Ich habe gute Dinge darüber gehört. Ja, John. Ja, ich war schon einmal dort. Es ist ein fantastischer Ort. Sie haben eine große Auswahl an trendigen Geschäften. Das ist toll zu wissen. Ich wollte meine Garderobe auf den neuesten Stand bringen, und ich habe gehört, dass Sie einige großartige Modeoptionen haben. Absolut, John. Sie werden viele Geschäfte finden, die verschiedene Stile und Marken anbieten. Haben Sie auch Accessoires-Läden? Ich könnte ein paar neue Accessoires gebrauchen, um meine Outfits zu ergänzen. Ja, das tun sie. Sie finden Zubehörgeschäfte, die eine Vielzahl von Artikeln wie Schmuck, Taschen und Gürtel anbieten. Ausgezeichnet. Es wird schön sein, in den verschiedenen Geschäften zu stöbern und stylische Accessoires zu finden. Vergessen Sie nicht, auch die Schuhgeschäfte zu besuchen. Sie haben eine gute Auswahl an Schuhen für Männer und Frauen. Das ist ein gutes Argument, Anna. Ich werde sicherstellen, dass ich auch die Schuhgeschäfte erkunde. Darüber hinaus bietet der Fashion Boulevard auch einige nette Cafés und Restaurants, falls Sie eine Pause vom Einkaufen benötigen. Das ist ein Bonus. Es wird toll sein, während unseres Einkaufsbummels einen Ort zum Entspannen und Essen zu haben. Definitiv. Es trägt zum Gesamterlebnis bei und macht es angenehmer. Ich freue mich auf unseren Besuch am Fashion Boulevard. Es klingt nach einem perfekten Ort, um neue Modestücke zu finden. Ich bin mir sicher, dass du einige tolle Ergänzungen zu deiner Garderobe finden wirst, John. Es ist ein beliebtes Ziel für Modeliebhaber. Danke, dass du mir den Fashion Boulevard vorgestellt hast, Anna. Ich freue mich über Ihre Empfehlung. Du bist willkommen, John. Ich freue mich, dass ich diesen fantastischen Einkaufsort mit Ihnen teilen konnte. Auf einen erfolgreichen Einkaufsbummel und das Finden einiger stilvoller Modeartikel am Fashion Boulevard.
Lektion 25. Ich habe gehört, dass wir für unseren Wochenendausflug nach Willowbrook fahren. Anna, ich habe gehört, dass wir für unseren Wochenendausflug nach Willowbrook fahren. Gibt es noch etwas, das ich über den Ort wissen sollte? Willowbrook ist ein wunderschönes Reiseziel, John. Es ist bekannt für seine malerischen Naturpfade und Outdoor-Aktivitäten. Das klingt unglaublich. Ich verbringe gerne Zeit in der Natur und erkunde neue Wege. Es gibt auch einige charmante lokale Geschäfte und Restaurants in der Innenstadt. Es lohnt sich, sie sich anzusehen. Es wird schön sein, die Stadt zu erkunden und lokale Unternehmen zu unterstützen. Ich freue mich darauf, lokale Küche zu probieren. Achten Sie nur darauf, bequeme Kleidung und Schuhe einzupacken. Wir werden viele Wanderungen und Outdoor-Aktivitäten machen. Guter Punkt, Anna. Ich werde dafür sorgen, dass ich für unser abenteuerliches Wochenende entsprechend packe. Vergessen Sie auch nicht, Sonnencreme und Insektenschutzmittel mitzubringen. Wir werden viel Zeit im Freien verbringen. Danke für die Erinnerung, Anna. Ich werde sicherstellen, dass ich das Nötigste einpacke, um geschützt zu sein. Schließlich sollten Sie sich auf einige atemberaubende Aussichten und Fotomöglichkeiten gefasst machen. Willowbrook ist bekannt für seine natürliche Schönheit. Ich werde auf jeden Fall meine Kamera mitbringen. Ich möchte nicht missen, diese atemberaubenden Momente festzuhalten. Es hört sich an, als ob wir alles abgedeckt haben, John. Ich freue mich auf unser Wochenende in Willowbrook. Ich auch, Anna. Es wird ein unvergesslicher Kurzurlaub voller Natur, gutem Essen und Entspannung. Auf ein unvergessliches Wochenende in Willowbrook und auf schöne gemeinsame Erinnerungen. Lektion 26. Wie sammeln und teilen Social-Media-Plattformen Benutzerdaten? Anna, hast du jemals darüber nachgedacht, wie Social-Media-Plattformen Benutzerdaten sammeln und teilen? Ja, John. Ja, das macht mir definitiv Sorgen. Unsere Privatsphäre ist wichtig. Absolut. Es ist beunruhigend, darüber nachzudenken, wie unsere persönlichen Daten verwendet werden, ohne dass wir uns dessen bewusst sind. Ich glaube, wir sollten vorsichtiger sein, was die Daten angeht, die wir teilen und wer Zugriff darauf hat. Das ist ein berechtigtes Argument, Anna. Wir sollten uns der Genehmigungen bewusst sein, die wir diesen Plattformen gewähren. Es ist auch wichtig, die Datenschutzrichtlinien der von uns verwendeten Plattformen zu lesen und zu verstehen. Einverstanden. Wenn wir wissen, wie unsere Daten gesammelt, gespeichert und weitergegeben werden, können wir fundierte Entscheidungen treffen. Wir können auch Maßnahmen ergreifen, um unsere Privatsphäre zu schützen, zum Beispiel die Datenschutzeinstellungen anpassen und darauf achten, was wir posten. Stimmt. Wir sollten es uns zweimal überlegen, bevor wir personenbezogene Daten weitergeben oder uns an Aktivitäten beteiligen, die unsere Privatsphäre gefährden könnten. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass unsere Daten einen Wert haben und wir die Kontrolle darüber haben sollten, wie sie verwendet werden. Absolut, Anna. Wir sollten die Auswirkungen und Implikationen unseres digitalen Fußabdrucks nicht unterschätzen. Indem wir uns unserer Online-Präsenz bewusster werden, können wir die Kontrolle über unsere Privatsphäre zurückgewinnen. Bemühen wir uns bewusst, auf dem Laufenden zu bleiben und unsere Privatsphäre in diesem digitalen Zeitalter zu schützen. Ich freue mich, dass wir dieses Gespräch führen, John. Es ist eine Erinnerung daran, wachsam und proaktiv mit unserer Online-Privatsphäre umzugehen. In der Tat, Anna. Hier gilt es, auf unseren digitalen Fußabdruck zu achten und unsere persönlichen Daten zu schützen. Lektion 27. Hast du auch nach passenden Blusen gesucht? Anna, als du Anzüge gekauft hast, hast du auch nach passenden Blusen gesucht? Ja, John. Ich habe ein paar Blusen anprobiert,
um einen passenden Look zu den Anzügen zu kreieren. Das ist ein kluger Schachzug. Eine gut passende Bluse kann das Gesamtoutfit aufwerten. Genau. Ich wollte Blusen finden, die zur Farbe und zum Stil der Anzüge passen. Haben Sie Blusen gefunden, die gut zu den von Ihnen ausgewählten Anzügen passen? Ja, habe ich. Ich habe ein paar Blusen gefunden, die toll aussahen, wenn sie zu den Anzügen passten. Das ist fantastisch. Es ist immer befriedigend, die perfekte Kombination von Stücken zu finden. Das ist es auf jeden Fall. Die richtige Bluse kann einem Anzug einen Hauch von Eleganz und Glanz verleihen. Hast du verschiedene Stile und Muster für die Blusen in Betracht gezogen? Ja, ich habe verschiedene Stile ausprobiert, darunter sowohl einfarbige als auch subtile Muster. Es ist gut, etwas Abwechslung im Kleiderschrank zu haben. Verschiedene Muster können unterschiedliche Looks erzeugen. Ich stimme zu. Es ist schön, je nach Anlass und persönlichen Stilpräferenzen Optionen zu haben. Ich freue mich, dass du passende Blusen gefunden hast, um deine Outfits zu vervollständigen. Es zeugt von Liebe zum Detail. Danke, John. Es ist mir wichtig, einen zusammenhängenden und gut zusammengestellten Look zu kreieren. Nun, ich freue mich darauf, deine Outfits mit den Anzügen und Blusen zu sehen. Ich bin mir sicher, dass du fantastisch aussehen wirst. Danke für deine freundlichen Worte, John. Ich werde sicherstellen, dass ich sie mit Zuversicht trage. Auf stylische Outfits und die perfekte Kombination aus Anzügen und Blusen. Lektion 28. Ich plane unsere Reiseroute für unsere Reise. Anna, ich plane unsere Reiseroute für unsere Reise. Haben Sie spezielle Wahlmöglichkeiten oder Vorlieben? Ich notiere sie mir, John. Wie wäre es mit der Erkundung einiger lokaler Attraktionen und Wahrzeichen? Das ist eine großartige Idee, Anna. Ich genieße es immer, auf Reisen in die lokale Kultur einzutauchen. Wir könnten historische Stätten, Museen oder sogar lokale Märkte besuchen, um einen Eindruck vom lokalen Lebensstil zu bekommen. Absolut. Es ist eine wunderbare Möglichkeit, etwas über die Geschichte und Traditionen des Ortes zu erfahren, den wir besuchen. Wir können auch lokale Küche probieren und in authentischen Restaurants speisen, um die lokalen Aromen zu erleben. Ich bin voll und ganz dafür, Anna. Lokale Gerichte zu probieren ist für mich einer der Höhepunkte jeder Reise. Darüber hinaus könnten wir Empfehlungen von Einheimischen einholen oder weniger bekannte Orte abseits der Touristenpfade erkunden. Versteckte Juwelen zu erkunden klingt aufregend. Es verleiht unserer Reise ein abenteuerliches Element. Das tut es auf jeden Fall. Manchmal entstehen die unvergesslichsten Erlebnisse aus der Entdeckung verborgener Schätze. Ich bin froh, dass wir auf derselben Wellenlänge sind, Anna. Lassen Sie uns sicherstellen, dass wir viele lokale Erlebnisse in unsere Reiseroute aufnehmen. Absolut, John. Lassen Sie uns die lokale Kultur genießen und das Beste aus unserer Reise machen. Entdecken Sie Lektion den Charme der 29. lokalen Das Hotel, Attraktionen, in dem wir genießen Sie die wohnen, köstliche bietet lokale Küche und Besichtigungstouren schaffen an. Sie gemeinsam Hallo, unvergessliche Anna. Erinnerungen. Mir ist Erinnerungen. aufgefallen, dass das Hotel, in dem wir wohnen, Besichtigungstouren anbietet. Kannst du mir mehr über sie erzählen? Natürlich, John. Die Besichtigungstouren des Hotels sind eine bequeme Möglichkeit, die beliebten Attraktionen der Stadt zu erkunden. Das klingt in der Tat praktisch. Haben Sie verschiedene Touroptionen oder Pakete? Ja, sie bieten verschiedene Touroptionen an, die von der Dauer und den spezifischen Attraktionen abhängen, die Sie besuchen möchten. Das ist großartig. Das gibt uns die Flexibilität, die Tour zu wählen,
die unseren Interessen und unserem Zeitplan entspricht. Die Touren werden von sachkundigen Führern geleitet, die interessante Informationen zu jeder Attraktion geben. Die Einblicke eines Reiseleiters würden das Erlebnis verbessern und uns helfen, die Bedeutung der Orte, die wir besuchen, zu verstehen. Absolut. Es ist, als hätte man einen Experten vor Ort, der uns alles zeigt und faszinierende Geschichten erzählt. Werden die Touren in Gruppen durchgeführt oder können wir eine private Tour haben? Beide Optionen sind verfügbar, John. Wir können an einer Gruppenreise teilnehmen oder eine private Tour arrangieren, wenn wir eine persönlichere Betreuung bevorzugen. Das ist gut zu wissen. Es gibt uns die Freiheit, den Tourstil zu wählen, der unseren Vorlieben entspricht. Darüber hinaus beinhalten die Besichtigungstouren des Hotels oft den Transport und manchmal sogar Mahlzeiten, je nach Paket. Das ist praktisch. Das erspart uns den Aufwand, den Transport zu organisieren, und sorgt für ein angenehmes Erlebnis. Das tut es auf jeden Fall. Wir können uns entspannen und die Tour genießen, ohne uns um die Logistik kümmern zu müssen. Vielen Dank für die Bereitstellung aller Informationen, Anna. Ich denke, eine Besichtigungstour ist eine großartige Möglichkeit, die Stadt zu erkunden. Du bist willkommen, John. Ich stimme zu, es ist eine bequeme und effiziente Art, die Highlights der Stadt zu sehen. Auf eine spannende Besichtigungstour, die es uns ermöglicht, die Schönheit der Stadt zu entdecken und etwas über ihre Geschichte zu erfahren. Lektion 30. Ich bin nur neugierig, ob sich der Besuch lohnt. Anna, warum fragst du? Ich bin nur neugierig, ob sich der Besuch lohnt. Nun, John, ich habe großartige Dinge über das Kunstmuseum in der Stadt gehört. Das ist interessant. Was macht das Kunstmuseum so hoch angesehen? Das Museum verfügt über eine umfangreiche Sammlung klassischer und zeitgenössischer Kunstwerke. Ich verstehe. Es bietet also eine Vielzahl von künstlerischen Stilen und Epochen. Genau. Es ist bekannt dafür, renommierte Künstler aus verschiedenen Epochen und Kulturen zu präsentieren. Das klingt faszinierend. Ich schätze Kunst und würde gerne eine so vielfältige Sammlung sehen. Darüber hinaus veranstaltet das Museum häufig Sonderausstellungen mit einzigartigen und zum Nachdenken anregenden Kunstwerken. Das ist ein Bonus. Das bedeutet, dass es jedes Mal etwas Neues und Aufregendes zu sehen geben könnte. Ja, es sorgt dafür, dass das Museum für Besucher dynamisch und ansprechend bleibt. Gibt es bestimmte Kunstwerke oder Künstler, die im Museum besonders berühmt sind? Definitiv. Das Museum beherbergt ikonische Meisterwerke von bekannten Künstlern wie Van Gogh, Monet und Picasso. Wow, das sind legendäre Namen in der Kunstwelt. Es wäre unglaublich, ihre Werke aus der Nähe zu sehen. Das würde es wirklich, John. Das Museum bietet die Möglichkeit, die Schönheit und das Talent hinter diesen Kunstwerken zu schätzen. Ich bin überzeugt, Anna. Das Kunstmuseum klingt nach einem Muss während unserer Reise. Ich freue mich, dass du das denkst, John. Es wird ein wunderbares Erlebnis sein, sowohl für Kunstbegeisterte als auch für diejenigen, die Kreativität schätzen. Tauchen Sie ein in die Welt der Kunst und lassen Sie sich von den Meisterwerken des Museums inspirieren.